Mein Name ist Franz Muig. Ich bin Psychologe hier an der Klinik für Hörstimm- und Sprachstörungen und habe in früheren Jahren auch als Logopäde hier gearbeitet. Und derzeit sind meine Arbeitsschwerpunkte die entwicklungspsychologischen Untersuchungen bei Kindern mit Hörstörungen. Das heißt, wir machen eine Entwicklungsabklärung, um möglichen Therapiebedarf festzustellen und begleiten, beraten auch die Eltern. Ein zweiter Teil meiner Arbeit ist die Beratung von Kandidatinnen für ein Hörimplantat. Wir beraten alle Kandidatinnen für ein Hörimplantat sehr ausführlich vor der Operation, damit sie möglichst ein realistisches Bild haben für die Zeit nach der Operation. Die Inhalte dieser Beratung sind zum einen recht banale Inhalte. Die Patienten fragen, wie lange müssen sie im Krankenhaus bleiben oder hören sie bereits nach dem Erwachen aus der Narkose besser oder wann hören sie besser. Und wir beantworten Schritt für Schritt alle Fragen, die die Patienten stellen und möchten sie möglichst gut vorbereiten, damit sie möglichst gut informiert sind und damit keine ähm, Überraschungen im negativen Sinne auftauchen nach der Operation. Sehr herausfordernd ist es für uns, die Patienten auf das Hören nach der Aktivierung des Hörimplantats vorzubereiten, weil alle Patienten einen anderen Eindruck haben nach der Aktivierung des Hörimplantats. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass diese Hörrehabilitation, also die unmittelbare Zeit nach der Aktivierung des Hörimplantats, ein Prozess ist. Ein Prozess, bei dem sie unbedingt mitarbeiten müssen. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Hörimplantation ist, dass Sie den Audioprozessor möglichst regelmäßig tragen. Das heißt, dass Sie den ganzen Tag über, mit Ausnahme beim Schlafen, beim Duschen, beim Schwimmen oder beim Baden, den Audioprozessor tragen. Wenn Sie den Audioprozessor tragen, dann ist es in einigen Fällen für die Patienten nicht immer ganz angenehm. Das heißt, das, was Sie da wahrnehmen, das, was Sie hören, das entspricht nicht unbedingt den Erwartungen, die Sie schon vor der Implantation an das Hörimplantat gehabt haben. Und wir möchten Ihnen vermitteln, dass es völlig normal ist, dass dieser erste Höreindruck nach der Aktivierung des Hörimplantats etwas seltsam ist, ungewohnt ist, keinen wirklichen Benefit vielleicht bringt, aber dass durch das regelmäßige Tragen und durch das Üben gemeinsam mit einer Logopädin im Rahmen der Hörtherapie die Hörwahrnehmung immer besser wird, der Klang immer vertrauter wird und somit auch der Erfolg sich über Tage, Wochen und Monate bei den Patienten einstellt. Patienten kommen in den allermeisten Fällen von den niedergelassenen HNO-Ärzten in die Ohrsprechstunde der HNO-Klinik und dort werden sie noch einmal recht umfangreich audiologisch untersucht, sodass wir eine möglichst eindeutige audiologische Indikationsstellung haben für eine Hörimplantation. In weiterer Folge werden die Patienten vorgestellt im sogenannten Hearing Implant Board. Das ist ein Expertengremium und dieses Gremium diskutiert jeden einzelnen Patienten. Wir diskutieren natürlich auch, ob möglicherweise die Patienten auch vielleicht besser versorgbar wären mit einem Hörgerät. Also schicken manche Patienten wieder zurück zum Hörgeräteakustiker für die Optimierung der Hörgeräteversorgung. Wenn ähm, die Sachlage recht eindeutig ist, das heißt, wenn der Patient eindeutig für eine Hörimplantation, zum Beispiel eine Cochlea-Implantation, in Frage kommt, dann kommen die Patienten zuerst
zu den vorbereitenden Gesprächen. Das heißt, wir machen eine psychologische und technische Beratung für die Patienten, um sie möglichst gut zu informieren, damit sie ein sehr realistisches Bild haben für die Zeit nach der Operation, für die Zeit mit dem Hörimplantat, ähm, wie sie möglicherweise hören werden, wie der Prozess ist des Hörenlernens mit dem Hörimplantat und wie lange das Ganze auch dauert. In weiterer Folge werden begleitende Untersuchungen auch durchgeführt, die notwendig sind für die Hörimplantation, das heißt eine Bildgebung, eine Computertomographie und eine Magnetresonanztomographie, damit der Ohrchirurg ähm, sich vorbereiten kann, entsprechend die passende Elektrode auswählen kann und damit auch klar ist, dass das Innenohr, die Cochlea, so ausschaut, wie man es sich erwarten kann, um die Operation möglichst gut durchführen zu können. Wichtig ist auch, dass wir sehen, dass ein Hörnerv vorhanden ist, der ja eine Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Cochlea-Implantation. Wenn die Patienten dann operiert sind, also ein Hörimplantat, ein Cochlea-Implantat haben, dann erfolgt die Aktivierung meist 3 bis 4 Wochen nach der Operation, die Aktivierung des Cochlea-Implantats. Die Patienten bekommen hierbei das erste Mal den Audioprozessor und hier startet der Anpassprozess. Der Anpassprozess, der dauert äh, Monate und dieser Anpassprozess wird begleitet bei uns durch Logopädinnen und Physikerinnen. Die Audioprozessoren müssen mit Hilfe einer Computersoftware an die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden. Wir haben hier unterschiedliche Verfahren, die wir einsetzen können. Am Ende des Tages muss der Patient, die Patientin möglichst zufrieden sein mit dem Höreindruck, möglichst gut hören und in weiterer Folge auch wieder Sprache verstehen. Das ist das Ziel. Die Patienten werden untersucht, dann mit dem Hörimplantat. Das heißt, sie werden audiologisch untersucht. Man führt Hörtests und Sprachtests mit den Patienten durch, damit wir auch sehen, ob das Hören und das Sprachverstehen sich mit dem Hörimplantat entsprechend verbessert. Es wird auch die Lebensqualität untersucht. Das heißt, wir möchten sehen, dass sich im Laufe der Hörrehabilitation die Lebensqualität, die hörspezifische Lebensqualität der Patienten verbessert im Laufe der Wochen und Monate nach der Aktivierung des Cochlea-Implantats. Wir begleiten die Patienten in diesem Prozess. Das heißt, immer ein Physiker oder eine Physikerin und eine Logopädin begleiten die Patienten im Rahmen dieser Hörrehabilitation. Die Physikerinnen führen die Anpassungen durch der Audioprozessoren und die Logopädinnen führen die Hörtherapie durch, also das Hörtraining, damit die Patienten schrittweise an ihrem Hörerfolg arbeiten können und im Laufe der Zeit immer besser zurechtkommen und möglichst einen guten Erfolg erfahren. Im Rahmen der Beratung versuchen wir auch zu erkennen, wie gut die Patientinnen in ihr familiäres System eingebettet sind. Das heißt, wie gut ist die soziale Unterstützung der Patienten. Wir haben festgestellt, auch im Rahmen von Untersuchungen, dass je besser die soziale Unterstützung für die Patienten ist, umso schneller und umso besser steigert sich die Lebensqualität mit dem Hörimplantat. Warum ist das so? Wir vermuten, dass Patientinnen auf der einen Seite unbewusst besser trainiert werden, das heißt durch viel soziale Unterstützung verstärkt sich auch natürlich der kommunikative Alltag und somit passiert quasi ein nicht beabsichtigtes Hörtraining mit Hilfe dieses sozialen Systems. Und natürlich tauchen immer wieder kleine Probleme und Fragen auf. Das können ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel, wie komme ich zum nächsten Anpasstermin, wer kann mich begleiten,
ich bin mir nicht sicher in dieser großen Klinik mit den vielen Gebäuden und Stockwerken. Und gerade bei älteren Menschen ist es sehr gut, wenn sie begleitet werden durch Angehörige, entweder durch Lebenspartner oder durch die erwachsenen Kinder der Patientinnen. Und so haben wir auch bemerkt, dass diese soziale Unterstützung schon auch einen Einfluss hat auf die Qualität der Hörrehabilitation. Besonders schön ist es im Rahmen unserer Arbeit immer wieder mitzuverfolgen, wie sich Kinder, die wir vom Säuglingsalter an begleitet haben, diagnostiziert haben, die bei uns mit einem Cochlea-Implantat versorgt worden sind, ähm, und wie wir auch die Entwicklung bei diesen Kindern äh, begleiten durften, wie die Entwicklung voranschreitet und wie gut sich diese Kinder auch entwickeln können, wenn eben die entsprechenden Rahmenbedingungen ähm, vorhanden gewesen sind. Wir sehen aber auch bei Erwachsenen, wenn die Erwachsenen eine gute Hörrehabilitation absolviert haben, wie gut Erwachsene auch das bessere Hören auch in ihren kommunikativen Alltag einbauen können und somit ähm, sich ihr Alltag ein Stück weit verbessert hat und vor allem auch der soziale Alltag. Ein Problem ist ja gerade bei etwas älteren Menschen, dass aufgrund der Hörstörung eine zunehmende soziale Isolierung entsteht. Wenn man schlechter hört, dann versteht man natürlich auch schlechter die Sprache und wir Menschen sind soziale Wesen und möchten ja trotzdem an dem Sozialleben teilhaben. Und durch die Hörverbesserung, auch wenn sie Wochen und Monate dauert, ähm, entsteht auch wieder eine bessere kommunikative Fähigkeit bei den Patienten und somit fällt es ihnen leichter, wieder im sozialen Alltag teilzunehmen. Sei es in einer Gruppe von Freunden oder in der Familie, im Rahmen von Familienfeiern oder auch im Gasthaus oder im Lokal, wenn sie wieder besser Gesprächen folgen können und somit ihre allgemeine Lebensqualität wieder eine Unterstützung erfährt.